So, heute Morgen um 9 Uhr habe ich angefangen, hier das Auto auszudrucken. Das hier sind jetzt die Achsenteile, insbesondere die Dämpferbrücken bzw. die Aufnahmen fürs Differential, die Abstandshalter, die Pushrods bzw. keine Pushrods, sondern einfach die oberen Querlenker bzw. die Lenkstangen. Da vorne rechts im Bild ist noch ein Teil des Servo-Savers zu sehen und des Servohalters darunter. Das Ganze sollte heute Nachmittag fertig werden. Ich habe den Printer jetzt auf etwas langsamere Geschwindigkeit gestellt. Das sind also maximal 60 mm pro Sekunde. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich eine höhere Genauigkeit da haben möchte. Und wir werden sehen, wie das Ganze da rauskommt. Es wird wohl ganz schön werden, denke ich. Ach so, kleiner Zwischen... Das Ganze wird gedruckt vollmassiv. Warum vollmassiv? Weil ich natürlich die höchstmögliche Stabilität bei so einem ferngesteuerten Wagen haben möchte. Ansonsten sehe ich da schwarz für die Haltbarkeit. Ich habe da schon ein paar Probeteile liegen, die sind sehr vielversprechend geworden. Vollmassives Material ist natürlich teuer, aber auf der anderen Seite, was tut man nicht alles, wenn man wirklich mal eine Anwendung hat? Ist ja jetzt nicht gerade ein kleines Projekt. So, nach nun einigen Stunden, es ist 13:30 Uhr oder 13:20 Uhr, ist nun das erste Teilebett fertig. Und wie man erkennen kann, sind das die meisten Achsteile, die hierbei sind bei diesem Auto. Und das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Hier sieht man die Mittelstege. Der Mittelsteg ist bei mir zweigeteilt. Das liegt einfach daran, dass die Druckgröße überschritten wird. Also ich kann maximal 150 x 170 mm drucken und wie man sich vorstellen kann, ist der Mittelsteg bei einem über 300 mm langen Chassis länger als 170 mm. Deswegen habe ich den jetzt hier zweigeteilt und verbinde den dann anschließend mit 3 Schrauben. Hier links und ganz rechts außen im Bild zu sehen. Die Knubbel hier auf dem vorderen Teil gehören mit zum Servo-Saver und das Ganze ist dann gegen Staub geschützt durch extra Stege. Das hier ist mal richtig teuer, weil jetzt kommen die Chassisplatten. Das sind 3 Stück, die sind alle ungefähr so groß wie die hier, werden 3 mm dick an der dünnsten Stelle und sind massiv. Ja. Das letzte Stück. Ich hoffe, das war es tatsächlich. Heute den gesamten Tag gedruckt, von morgens 9 Uhr bis voraussichtlich ungefähr 10 Uhr nachts. Das ist schon eine beachtliche Zeit für so einen selbstgebauten Drucker. Ich hoffe, er fällt nicht aus. Wird schon alles gut gehen, aber das sind schon immense Mengen. Also die Rolle hier ist schon stark geschrumpft. Die war randvoll, als ich angefangen habe. Das sieht jetzt nicht viel aus, aber das sind echt schon so ein paar Umdrehungen, die hier durchgelaufen sind. Ein paar Meter werden das gewesen sein. Bei den Chassisplatten bin ich wieder auf Vollgas gegangen, das heißt 120 mm pro Sekunde. Das ist schon irre schnell für so einen Drucker. Also das wird, manche Drucker können das noch schneller, aber ich sehe da irgendwie auch, also ich sag mal, schön ist es immer, aber das geht schon ganz gut. Ja, Musik läuft, aber macht ja nichts. Es sieht jetzt so aus, es ist fast 10 Uhr abends, der Drucker läuft noch, es läuft jetzt gerade die letzte Chassisplatte durch. Das hier ist so eine Chassisplatte, das hier ist vorne, das hier ist in der Mitte und die Idee ist einfach, dass die zusammengebaut werden und zwar mit Hilfe von Gewindestangen. Man sieht hier vielleicht, hier sind Löcher drinnen. Hier können also 3 Gewindestangen durchgeführt werden und das Teil hier ist genau so dick, dass man eine solche Aluminiumschiene darüber ziehen kann. Und mit Einpressen, wie man sieht, also das ist wirklich auf Presspassung, wird dann noch verklebt. Und dann muss man mal sehen, wie gut das funktioniert, aber ich gehe davon aus, dass es gut funktioniert. Und als Steigerung des Ganzen wird hier unten möglich, also hier kommt noch eine Aluminiumplatte hin oder vielleicht sogar Carbon. Auch von oben ist sowas denkbar. Mal sehen, was morgen noch so passiert.
Ja, okay, ich muss zugeben, das ist ein Designfehler. Das ist jetzt quasi hier der einzige Steg, der hier oben stehen geblieben ist. Der sieht ein bisschen scheiße aus, um das mal auf Deutsch zu sagen. Chassisplatte fertig. Aber das ist schon übel. Bekanntermaßen nähert sich das Eichhörnchen mühsam. Hier sieht man also, wie ich so langsam anfange, die Teile zusammenzulegen und zusammenzubauen. Da bei diesem Chassis noch eine Bodenplatte dran soll, habe ich den natürlich hier noch nicht zusammengeschraubt. Eine ganze Menge Teile sind dabei entstanden und insgesamt ist das also jetzt vollständig. Schön finde ich, dass man also den Mittelsteg an die Chassisplatte verschrauben kann, und zwar auch in der Mitte. Das macht das Ganze etwas stabiler. Hier sieht man nochmal, wie das Ganze zusammengesetzt wird. Da sind also jetzt Gewindestangen durchgezogen worden. So, was ich jetzt hier gemacht habe, ist die Chassisplatte zu nehmen und mit Hilfe von diversen Schraubzwingen und Unterlegeisen an eine Aluminiumplatte zu kleben. Dafür habe ich erstmal handelsüblichen, flexiblen, schnell härtenden Montagekleber benutzt und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Die Aluminiumplatte ist 0,5 mm dick und soll nichts weiter tun, als dem ganzen Chassis ein bisschen mehr Zugsteifigkeit zu verleihen, weil, wie man sich vorstellen kann, ist das ABS nicht besonders stabil. Es ist ziemlich flexibel, dadurch wird das Fahrverhalten natürlich nicht besonders gut und durch unterschiedliche Mechanismen, wie in der CAD-Zeichnung zu sehen, versuche ich dem jetzt zu begegnen. Mal sehen, was dabei rauskommt, ich bin sehr gespannt. Soweit, so gut. Jetzt sieht es doch schon fast nach einem Auto aus. Die Differentiale sind drauf, beziehungsweise nur mal draufgesetzt. Das Getriebegehäuse ist vorhanden, die ganzen Versteifungen sind dran und verklebt. Und ich denke, nach einer Mittagspause mache ich hier nochmal ein bisschen weiter. Ja, wenn man Hunger hat, kann man halt irgendwie nicht mehr denken. Pause muss sein. Ich fange jetzt also an, den Wagen Schritt für Schritt zusammenzubauen und tatsächlich Schrauben da reinzudrehen. Und da fallen einem doch die ein oder anderen Dinge auf, die man also in der CAD-Zeichnung noch nicht wirklich sehen konnte. Auch in meinem Fall mangels Erfahrung. Wie gesagt, ich habe das Programm erst kennengelernt und habe auch die Schrauben nicht so hundertprozentig beachtet, wie man das als echter Konstrukteur nun normalerweise machen würde. Das heißt, ich habe das abgeschätzt. Und da treten halt, ja, die ein oder andere kleine Überraschung ist schon aufgetreten, aber dazu mehr im nächsten Video. Hier baue ich gerade die Kyosho-Stoßdämpfer an, die kommen vom TF2 Spider. Das ist also eigentlich auch ein ganz tolles Chassis, es ist sehr stabil, beziehungsweise wenn mal was, wenn mal ein Crash passiert, dann hat man halt eine Pfanne, die mal rausspringt, aber das ist ja kein Thema. Steckt man wieder drauf, kann man weiterfahren. Und diese Stoßdämpfer haben sich als sehr solide herausgestellt. Jetzt bin ich hier auf ein kleines Problemchen gestoßen, wie ich gleich leicht frustriert feststelle. Es ist ein bisschen blöd. Das ist ja spitze, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. Was hier also passiert ist, ist quasi, dass die Stoßdämpfer bei dem Kyosho vorne und hinten unterschiedlich sind. Das ist ein kleines Problem, denn ich musste also da auch wieder Anpassungen vornehmen. Und zwar ist zum Glück nicht der Stoßdämpferkolben selber zu kurz oder zu klein, sondern vielmehr ist die untere Aufnahme von dem Stoßdämpfer zu kurz bzw. kürzer als bei dem jeweils anderen Paar. Und das führt einfach dazu, dass die einen verschiedenen Federweg haben und das ist sehr, sehr ungünstig. Ich wollte ja schließlich ein symmetrisches Fahrwerk haben. Was ich halt an dem Kyosho nicht so gerne mag, weswegen ich den auch zum Beispiel nicht als Basis genommen habe, ist der Riemenantrieb. Das TF2 Spider hat nämlich beispielsweise keinen Riemenspanner und das finde ich ziemlich blöd irgendwie. Wie kann man sich sowas ausdenken? Also da geht mir echt... fehlt mir das Verständnis für. So, wie man sieht, ist das Chassis jetzt vollständig und alles funktioniert. Die Lenkung ist da, die Dämpfung ist da. Ich habe das so ausgetüftelt, dass man kaum eine Lenkveränderung hat beim Einfedern und das ist gut so. Und mehr dazu im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, Thumbs up.
Thumbs Down kann man sich eigentlich grundsätzlich sparen, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Hier steckt viel Arbeit drin. Wer ein bisschen Respekt für die Arbeit hat, lässt das Thumbs Down sein. Es macht mir Spaß, solche Videos zu machen. Ich hoffe, es macht euch einigermaßen Spaß, solche Videos zu gucken. Subscribed. Alle haben Spaß. Bis dann, Thumbs up.